Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich das Buch von Mutter Teresa in die Hand genommen habe. Ich glaube zum einen, weil sie so ein Star ist, die große Gewinnerin vom Nobelpreis, überhaupt anerkannt in jeder Ecke dieses Planeten, die lächelnde Frau auf jedem Zeitungsmagazin. Ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass von dort aus diese große spirituelle Tiefe kommen kann, die eigentlich ihre ist. Und zum anderen, es gibt einfach zu viele Bücher über Mutter Teresa. Eine ungemeine Anzahl von Zeugnissen von Leuten, die ihr begegnet sind, bei denen es viele schöne Sachen gibt. Aber es gibt nur ein großes, wirklich tiefes Buch, das eigentlich ihr inneres Leben beschreibt, und das ist Komm, sei mein Licht. Tatsächlich würde ich sagen, das Buch Komm, sei mein Licht ist eigentlich das größte spirituelle Werk des 21. Jahrhunderts überhaupt. Ich weiß, steile These, aber glaubt mir, 4 kleine Punkte. Zum einen, Mutter Teresa ist die Heilige der Nächstenliebe. Wer kann sich davon nicht eine große Scheibe abschneiden, von diesem großen Dienst am nächsten und an den Ärmsten? Sie ist ja wirklich die Pflegerin der Verletzten von Kalkutta. Zum anderen, sie ist die Heilige der Gottesferne und der Dunkelheit. Ich will meinen, sie hat selber diese Ferne von Gott erlebt, die so viele Menschen als ihr eigenes Los erleiden, und ist wirklich diejenige, die darin eine Lehre bringen kann, wie wir selber mit der Gottesferne umgehen können, wie wir selber in der Gottesferne immer näher zu Gott kommen können. Deshalb ist sie eben auch genau die Heilige für die Leute, die den Glauben nicht suchen oder nicht finden. Sie ist wirklich die Unterstützerin der Suchenden, und ich glaube, das kann man aus dem Buch wirklich zutiefst mitziehen und sich da von ihr motivieren lassen. Und dann, Mutter Teresa hat dieses Lächeln auf ihrem Gesicht sich wirklich erarbeitet, diese wunderschöne kleine Frau, und sie ist damit die große Heilige der Freude. Ganz kurz das Leben von Mutter Teresa. Sie ist dieses junge Mädchen aus Albanien, lässt sich, um Ordensschwester zu werden, bis nach Indien verfrachten, ist da über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine fleißige, emsige und wahrscheinlich im Grunde schon heilige Schwester ihres Ordens und erhält innerhalb dieses Schulordens, wo sie eine ausgezeichnete Lehrerin ist, den Ruf, einen neuen Schwesternorden zu gründen. Die Gründung wird ungemein kompliziert, bis sie da die Rechte erhält, die sie braucht, die Freistellung von ihrem Orden und dergleichen mehr. Und am Ende kommt sie heraus, nimmt als neues Ordenshabit diesen weißen Sari mit den blauen Streifen, den wir alle kennen. Und ab diesem Tag, an dem sie von nichts aus gründet, sich den Ärmsten widmet, steht sie im Grunde spirituell im Nichts. Der große Schock, den das Buch ausgelöst hat, ist eigentlich der, dass sie von diesem Tag an in einer Dunkelheit vor Gott steht, die hier beginnt und die erst Jahrzehnte später enden wird, und zwar mit ihrem Tod. Und in dieser Gottesferne sucht sie und kämpft sich Gott und entdeckt dann diese Ferne von ihm, diese Kälte, als ihre eigene Berufung, um stellvertretend für die Ärmsten vor Gott zu stehen. Lasst mich einfach ein paar Punkte aus dem Buch machen, die mich selber besonders angesprochen haben. Zunächst mal ihr Gelübde, lange bevor sie eigentlich Missionarin der Nächstenliebe wird. Das Gelübde, da verpflichtet sie sich, Gott gegenüber niemals etwas auszuschlagen, immer zu tun, was er von ihr verlangt, was sie im Inneren von ihm spürt. Kleines Zitat von ihr. Sie schreibt ihrem Bischof: 1942 legte ich mit Erlaubnis meines Beichtvaters Gott gegenüber ein Gelübde ab, durch das ich unter Todsünde verpflichtet wurde, Gott alles zu geben, was er verlangte, ihm nichts zu verweigern. Seit nunmehr 17 Jahren habe ich versucht, diesem Gelübde immer treu zu bleiben, und das ist auch der Grund dafür, warum ich immer sofort handeln möchte. Es liegt an Eurer Exzellenz, mich davon abzuhalten, und wenn Sie Nein sagen, dann bin ich sicher, dass mein Gelübde in Ordnung ist. Zweiter Punkt, mich dürstet. In jedem Konvent der Mutter-Teresa-Schwestern, dieser Missionarin der Nächstenliebe, hängt in der Kapelle natürlich das Kreuz, und unter dem Kreuz steht mich dürstet, also eines der 7 Worte Jesu im Kreuz. Warum steht das dort? Weil es zweimal im Leben von Mutter Teresa auftaucht, nämlich einmal am Anfang, einmal am Ende, also am Anfang der Zeit im weiß-blauen Sari. Sie hört im Zug eines Tages genau diesen Ruf Jesu, mich dürstet, und sie begreift langsam im Gebet, dass Jesus hier zu ihr spricht, indem er sagt, mich dürstet nach Seelen, mich dürstet nach der Liebe der Menschen. Und sie begreift, dass er ihr das sagt als ihre neue Mission, als ihre Mission, ihr wirklich Seelen zuzuführen, Leute zu Christus zu führen, sie von ihm zu begeistern. Fast ganz am Ende ihres Lebens erhält irgendein Priester einen ganz ähnlichen Ruf. Gott sagt ihm, geh zu Mutter Teresa und sag ihr,
mich dürstet. Und Mutter Teresa erhält wirklich dieses Wort. Es fällt in ihr Ohr und sie spürt, die Mission ist nicht vorbei. Die Mission ist nicht erfüllt, sondern meine Schwestern müssen sie fortführen, die Christen müssen sie fortführen, diese Mission mich dürstet. Dritter Punkt, die Dunkelheit. Durch das ganze Buch hinweg ist es wirklich das große innere Drama dieser Frau, dieser kleinen, tapferen Frau, dass sie mit ihrer neuen Mission bei den Ärmsten zugleich auch in diese Dunkelheit Gott gegenüber geworfen wird. Das ist im christlichen Verständnis keine Strafe oder dergleichen, sondern das ist eine tiefe Prüfung, um im Glauben Gott immer mehr zu finden. Gott entzieht sich dem Sinn, dem Gespür, um dem reinen Glauben, dem reinen Vertrauen auf ihn immer mehr präsent zu sein. Und genau das erlebt Mutter Teresa. Dieses tiefe Verlangen nach ihm ist da und die Antwort scheint irgendwie auszubleiben. Faszinierend über das ganze Buch hindurch ist, dass sie das als einen Schmerz begreift, aber eigentlich den inneren Sinn noch nicht verstehen kann. Das dauert lange, es dauert Jahre, bis sie eigentlich sieht, dass alles verborgen ist in diesem Satz, der den Titel des Buches ausmacht: Komm, sei mein Licht. Sie soll dieses Licht sein, sie soll das Dürsten Gottes stillen. In der Dunkelheit steht sie stellvertretend neben denen oder steht mit denen in der Dunkelheit, die eben tatsächlich nichts spüren, nie etwas erfahren haben von Gott. Auch hier ein kleiner Teil aus dem Buch. Als 1950 die Anzahl der Schwestern anstieg, wuchs auch das Werk. Doch jetzt, Pater, seit den Jahren 49 oder 50, dieses furchtbare Gefühl der Verlorenheit, diese unbeschreibliche Dunkelheit, diese Einsamkeit, diese beständige Sehnsucht nach Gott, die in meinem Herzen diesen tiefen Schmerz verursacht. Es herrscht eine solche Dunkelheit, dass ich wirklich nichts sehen kann, weder mit meinem Geist noch mit meinem Verstand. Der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott. Der Schmerz des Verlangens ist so groß, ich sehne und sehne mich nur nach Gott. Und dann fühle ich noch dies: Er will mich nicht, er ist nicht da. Himmel, Seelen, warum sind das nur Worte, die mir nichts bedeuten? Mein eigenes Leben scheint so widersprüchlich. Ja, das sind harte Worte und ich zögere fast ein bisschen, sie vorzulesen. Und es braucht lange, bis aus diesem Schmerz hindurch wirklich das Licht kommt. Er hört mich, er sieht mich, aber in der Ferne, im Glauben, im blanken Glauben und im Schmerz. Und dann ein vierter Punkt, der mich wirklich tief berührt jedes Mal, wenn ich dieses Buch aufschlage. Es gibt am Ende im Anhang die Notizen aus der Einkehr. Die Schwestern machen so verschiedene Einkehren von den Jesuiten gepredigt und da gibt es so Fragebögen, neben die die Schwestern ihre Antworten schreiben. Und man hat eben im Buch diese Fragebögen, die Mutter Teresa ausgefüllt hat, ganz in ihrem Stil, sehr kurz, sehr knapp, immer mit so Spiegelstrichen, in denen sie antwortet, die wirklich die Geschwindigkeit auch ihrer Sprache ausdrücken. Und ich lese einfach was davon vor, von diesen wunderschönen Antworten, die so tief erprobt sind, so ja, durchlebt. Ihr werdet sehen, wirklich bewegend. Was habe ich getan für Christus? Und sie antwortet: Ich habe ihn blind, total, allein geliebt. Was tue ich für Christus? Sie sagt: Ich nutze jede Kraft in mir, trotz meiner Gefühle, dass er von den Schwestern und den Leuten geliebt wird. Was sollte ich tun für Christus? Ich werde ihm mit mir und in mir freie Hand lassen. Die Antworten von ihr sind wunderbar lakonisch, durchlebt, durchbetet, durchlitten. Sehr beeindruckend. Habe ich gewöhnlich eine bescheidene Meinung von mir selbst? Ja. Oder urteile ich in Gedanken über andere in schroffer Weise und bringe dies in Worten zum Ausdruck? Nein. Kann ich, ohne dass dies krankhaft wäre, sagen, dass ich mich an Demütigungen erfreue, weil sie mich Christus ähnlich machen? Mutter Teresa antwortet: Ja. Sehne ich mich nach niedrigen Diensten, um ignoriert und gedemütigt zu werden? Und sie antwortet: Alle unsere Arbeiten sind von dieser Art. Nächste Frage: Wie sind meine Reaktionen, wenn ich von meinen Schwestern und von Außenstehenden einfach vergessen werde? Und sie antwortet: Ich bin sehr glücklich. Ich hoffe, ihr spürt was von der beeindruckenden Kraft, die in Mutter Teresa liegt, die ich aus diesem Buch mehrmals schon mitgenommen habe und die ich hier gerne wirklich mit euch teilen möchte. Hi, ich bin Don Phil, Priester der Gemeinschaft St. Martin und Teil vom Team von Ad Fontes. Wir sammeln die beste christliche Literatur auf unserer Homepage ad-fontes.org und wollen euch wirklich mit Literatur versorgen, mit der besten christlichen Literatur, denn gute Bücher helfen, im Glauben zu wachsen. Bitte helft uns, indem ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ihn liked, abonniert, weiterempfehlt und unten einen Kommentar lasst. Danke.